Ich stehe hier mit Werner Gruber. Du bist Professor für Experimentalphysik. Also Professor noch nicht, wird aber bald sein. Wird bald sein. Ich habe in die Zukunft gesehen. Und wir machen jetzt ein Experiment. Wenn auf dieser Karte steht ein Wort der deutschen Sprache. Ja. Ja oder nein? Weißt du, was hier drauf steht? Nein, ich weiß es nicht. Das ist richtig. Okay, das ist psychologisch sehr gut gewesen. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, elegant gemacht, keine Frage. Ich habe noch eine Karte. Also auf der einen steht Nein. Was glaubst du, steht auf der anderen? Ja. Unglaublich, Werner. Unglaublich. Du bist ein Medium, das wird gut funktionieren. Ich habe noch eine Karte mitgebracht, nämlich die. Und ich möchte, dass du bei dem Spiel, das wir gleich spielen, Protokoll führst. Gerne. Wenn es richtig ist, einfach ein X bei richtig, und wenn es falsch ist, einfach ein X bei falsch. Das wird noch später Bedeutung haben, was hier drauf steht. Werden wir dann sehen. Okay. Also, zum einfachen Spiel. Ich halte eine Karte hoch und du sagst mir, was du glaubst, dass drauf steht. Ja oder nein? Ich glaube, auf der Karte wird Ja draufstehen. Da steht Ja drauf. Und das ist richtig. Ja, machen wir korrekt. Okay. Aber interessant wird es, wenn man das mehrmals macht. Wir spielen es 5-mal. Dann beginnt nämlich die Psychologie zu wirken. Und das ist ein sehr spannendes Gebiet. Du hast mit Ja begonnen. Das heißt, du wirst jetzt, glaube ich, das wählen. Ich entscheide mich wiederum für Ja. Du entscheidest dich wieder für Ja, weil es mit Ja gerade so gut funktioniert hat. Genau so ist es. Möchtest du tauschen? Nein, Ich höre Nein. ich möchte nicht tauschen. Du möchtest nicht tauschen. Wir bleiben beim Ja. Du bleibst beim Ja. Leider falsch. Leider falsch. Du hast die Chance gehabt, aber du hast jetzt noch 3-mal die Möglichkeit, das wieder gut zu machen. Okay. Ja oder nein? Ich entscheide mich wiederum für Ja. Wiederum für Ja. Sehr gut. Richtig, falsch, richtig. Ja oder nein? Als Anhänger der Spielstrategie Double Tit for Tat werde ich mich dieses Mal für ein Nein entscheiden. Diesmal ein Nein. Sehr clever. Ist richtig. Richtig? Beim letzten Mal ist es sehr spannend, denn wenn ich das Spiel mit Damen spiele, dann nehmen die meistens genau das zum Schluss, was sie auch am Anfang genommen haben. Einfach wahrscheinlich aus ästhetischen Gründen. Jetzt, indem ich dir das sage, denkst du wahrscheinlich, na gut, ich bin keine Dame, deswegen nehme ich genau das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Oder vielleicht denkst du, vielleicht will er, dass ich das Gegenteil nehme und nehme genau das, was er sagt. Das Schöne ist, dass man in der Physik, wenn man mit einem Experiment beginnt, überlegt man sich schon zu Beginn, wie wird man alle Antworten durchführen. Und damit habe ich meine Entscheidung schon ganz zum Beginn unseres Spieles getroffen. Und damit kann ich für mich sagen, dass ich nicht mehr beeinflussbar bin. Das heißt? Wofür Ich hast du habe dich mich entschieden für Ja. Du hast dich entschieden für Ja. Und das ist wiederum richtig. richtig. Sehr, sehr gut. Jetzt muss ich dich fragen, waren das Entscheidungen für dich aus dem Bauch heraus oder hast du sehr lange darüber nachgedacht? Nein, es war eine Entscheidung aus der Spieltheorie. Es wäre immer sinnvoll, mehrmalig hintereinander dieselbe Entscheidung zu nehmen. Ja, ja, ja. Also wir haben 3-mal hintereinander Ja gehabt und haben dann ein einziges Mal einen Ausreißer gewählt, um zu sehen, ob auf den Ausreißer reagiert wird oder nicht. Beeinflusst gefühlt? Nein. Nein. Sehr gut. Du hast dich so entschieden. So hast du gespielt. Richtig, einmal falsch und dann richtig, richtig, richtig. Das habe ich gespielt. Das hast du gespielt. So hast du dich entschieden. Hier drauf steht, wie ich wollte, dass du dich entscheidest. Das finde ich sehr elegant. Definitiv, also ich persönlich habe nicht einmal den Ansatz einer Idee, wie es gehen könnte. Vor allem, dass dann genau diese Struktur hier noch einmal erkannt wurde, weil ich tatsächlich meine Entscheidungen, wie werde ich mich für Ja und Nein entscheiden, schon vor dem Spiel getroffen habe. Das ist wahre Zauberei.